Das ist ein 0,6 mm Blech und hier habe ich gerade eine M8er Gewindebohrung eingebracht und das Ganze quasi aus dem Nichts. Das heißt, ich habe hier keine Nietmutter eingesetzt, ich habe keine Mutter aufgeschweißt, ich habe das Ganze aus dem Material gezogen. Und das ganze Thema nennt sich Fließbohrung. Fließbohrungen sind extrem interessant, findet man sonst nur im professionellen Bereich. Und wer mich kennt, wer meinen Kanal kennt, weiß, ich habe das Ganze mit einfachstem Equipment gemacht und das nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Ihr seht hier die zahlreichen Muster und das Thema ist wirklich mehr als interessant. Das heißt, ich habe einen einfachen Fließbohrer, ich habe hier einen Gewindeformer, ganz wichtig, keinen Gewindebohrer und dann kann man wirklich loslegen. Für alle, die sich noch nie mit der Thematik beschäftigt haben, ich brauche zum Beispiel in so einer 6 mm Platte ein Gewinde, dann ist das alles kein Problem. Ich setze eine Kernlochbohrung, ich schneide hinterher mein Gewinde und kann hier jetzt irgendwas anschrauben, habe genug Gewindegänge und dementsprechend auch eine sehr, sehr gute Stabilität. Aber wenn ich hier ein 1,5 mm Rohr habe oder ein 2 mm Rohr, dann habe ich maximal so 1 bis 2 Gewindegänge, habe hier also wirklich keine vernünftige Festigkeit. Und dann gibt es verschiedene Techniken, wie man hier doch ein Gewinde anbringen kann, um das irgendwo festzuschrauben. Das heißt, ich kann Muttern aufschweißen, ich kann Nietmuttern einsetzen oder Profis nutzen halt die Technik der Fließbohrung. Und das habe ich hier auch gemacht. Fließbohrungen haben nur ein riesengroßes Problem. Man braucht eine riesengroße Ständerbohrmaschine, man braucht eine spezielle Aufnahme und. Das Ganze wird also wirklich extrem teuer. Das wollte ich natürlich vermeiden. Darum habe ich mir einen Fließbohrer bestellt. Der hat 25, 30 Euro gekostet. Ich habe eine ganz einfache Tischbohrmaschine und ich habe eine Akkubohrmaschine. Und man sieht, wenn man das Ganze richtig macht, und das ist wirklich alles andere als schwierig, dann kann man das auch wirklich damit hinkriegen. Und ich habe es an verschiedenen Mustern hier gemacht und das Extrembeispiel ist jetzt hier ganz einfach ein 0,6 mm Blech. Und diese Gewindebohrung, das Ganze hat sich natürlich so ein bisschen verzogen. Allein wenn man hier drückt, dann sieht man natürlich von wegen, dass sich das Ganze hier ein bisschen verformt. Aber ansonsten hat das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und Fließbohrungen sind wirklich mehr als interessant. Wenn man das so das erste Mal sieht, wie so eine Fließbohrung entsteht. Wir haben also unser Material, wir setzen den Fließbohrer an, dann fängt das ganze Material an zu glühen und dann formt sich nach unten so eine Hülse. Und dann haben wir eine Hülse, die hat die Kernlochbohrung und hier können wir jetzt ein Gewinde einformen. Warum nicht Gewinde schneiden, wie wir das sonst machen? Diese Hülse ist natürlich zu dünn, dass wir jetzt hier irgendwo noch was rausschneiden können, dass wir was raus zersparen können. Darum gibt es spezielle Gewindeformer, das zeige ich euch natürlich auch gleich. Die habe ich hier einfach in eine Akkubohrmaschine eingebaut und der Gewindeformer, der schneidet hier jetzt nichts raus, sondern der formt sich aus dem Material, was er aus der Hülse rausnimmt, einen neuen Gewindegang. Das heißt, wir modulieren praktisch unser Gewinde. Habe ich vorher auch noch nie ausprobiert, kannte ich nur theoretisch und das hat wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, der Fließbohrer erstellt jetzt eine Hülse mit einem Innendurchmesser von 7,3 mm. Dann haben wir hier unseren Gewindeformer und der formt dann das Gewinde. Wenn wir normal ein Gewinde schneiden würden, so wie ich das zum Beispiel hier gemacht habe, da habe ich 6,8 mm gebohrt und habe dann mit einem M8er Gewindeschneider das Gewinde geschnitten. Und da hat man halt auch deutlich gesehen, dass da Späne entstanden sind. Und ich war jetzt relativ skeptisch, ob das Ganze überhaupt funktioniert, weil da wird oft so eine Geheimwissenschaft von gemacht. Ich habe nur eine ganz einfache Tischbohrmaschine. Sowas wird mittlerweile von verschiedenen Herstellern angeboten. Kriegt man aktuell sogar für 199 Euro. Hat man eine schöne Tischbohrmaschine, eine vernünftige Stabilität und eine maximale Drehzahl von 2500 Umdrehungen. Für Fließbohrungen wird teilweise bis zu 4000 Umdrehungen empfohlen. Kann ich nicht leisten. Ich habe maximal 2500. Die habe ich eingestellt. Dann ist es natürlich wichtig, beim Fließbohren entstehen hier maximale Kräfte, dass man den Fließbohrer vernünftig einspannt. Ich habe zusätzlich hier oben mit dem Schraubenschlüssel festgehalten, habe das Ganze wirklich richtig angeknallt, habe die Sicherung hier reingedreht. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man mit viel Druck arbeitet. Der Fließbohrer soll dann wirklich richtig diese Hülse formen. Und das war mein erster Fehler. Das heißt, ich habe hier die erste Fließbohrung erstellt. Das sieht man, das sieht hier noch ein bisschen anders aus. Gewinde habe ich trotzdem hinterher reinbekommen. Aber hier hat es sich nicht richtig ausgeformt. Das heißt, hier habe ich zu wenig Druck genommen. Ich habe ganz einfach mit einer Hand gedrückt und hatte da das Problem, dass es nicht hundertprozentig funktioniert hat.
ab der zweiten Fließbohrung habe ich wirklich beide Hände genommen an diesem Kreuz hier. Das ist auch deutlich besser als andere Varianten, die es da gibt. Habe mit beiden Händen wirklich vernünftig gedrückt und dann haben sich diese wunderschönen Fließbohrungen hier ausgeformt. Und mehr gibt es da wirklich nicht zu erklären. Wichtig ist halt wirklich, dass man eine solide Tischbohrmaschine hat. Und diese Form der Tischbohrmaschinen hat halt den riesen Vorteil, dass sich nach hinten hier nichts wegdrückt. Ich habe da früher schon mal Versuche gemacht, zum Beispiel mit diesen Bosch-Tischbohrmaschinen. Die drücken sich wirklich immer so ein bisschen nach hinten weg. Das haben diese Tischbohrmaschinen nicht. Also man hat hier wirklich eine gute Stabilität. Wie gesagt, die gibt es mittlerweile von verschiedenen Herstellern. Kann ich also wirklich nur empfehlen. Sind immer gleich oder sehr, sehr identisch. Ich würde sogar sagen gleich. Muss man immer gucken, wo man das vom Preis her am billigsten kriegt. Und dann hat man hier wirklich ein sehr schönes Gerät. Und man sieht auch daran, was die hier wirklich leisten kann. Wenn das Ganze nach hinten weggeht, wie bei so einem Bosch-Modell, weiß ich nicht, wie sich das auf die Fließbohrung auswirkt. Hier kann man mit viel Druck arbeiten, vernünftig den Fließbohrer angespannt, maximale Drehzahl und dann bilden sich die Hülsen aus. Und mehr gibt es hier wirklich zu dem Erstellen der Fließbohrung nicht zu sagen. Ich habe mich selber wirklich eben gewundert, wie einfach und wie gut das Ganze wirklich funktioniert. Und das Gewindeformen, das hat jetzt auch völlig unproblematisch funktioniert. Das heißt, ich habe hier meinen Gewindeformer, den habe ich auf den Schaft eingespannt in meine Akkubohrmaschine. Das ist hier diese Bauforum 24 Akkubohrmaschine. Die hat hier diesen Powergang. Den Powergang habe ich noch auf 80 reduziert. Jetzt habe ich hier eine schöne langsame Drehzahl mit aber viel Kraft. Das ist also wirklich ideal zum Gewindeschneiden oder halt auch hier zum Gewindeformen. Und Nachteil ist natürlich hier wieder, ich muss auf den Schaft spannen. Ich habe hier 3 Backenfutter, habe hier hinten einen Vierkant. Könnte das also auch mit der Hand machen. Ich habe es jetzt immer mit der Akkubohrmaschine gemacht. Das funktioniert wirklich gut. Nachteil ist, am Anfang rutscht das Ganze immer ein bisschen durch. Es gibt jetzt diese Spannaufnahmen, dann wird das Ganze aber so lang. Ich möchte immer so kurz wie möglich spannen. Darum habe ich es in der Variante genutzt. Rutscht am Anfang ein bisschen durch, aber ansonsten funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Ist also im Prinzip, als wenn man hier vorne eine Art Rutschkupplung noch zusätzlich eingebaut hat. Und dann habe ich hier ein Gewinde geformt nach dem anderen. Und das ist wirklich erschreckend, wie gut das Ganze funktioniert. Riesenvorteil ist hier jetzt auch, man hat keinerlei Spanbildung. Man hat keine Späne, die man hinterher irgendwo wieder wegmachen muss. Kann hier also ein Gewinde nach dem anderen formen. Und das Ganze sieht man auch halt, dass sich hier das wirklich formt und nicht in irgendeiner Form zerspannt wird. Und das hat natürlich auch den Riesenvorteil bei dünnen Materialien, wie bei diesem 1,5 mm Material oder bei diesem 0,6er Material. Weil hier wäre es natürlich tödlich, wenn ich jetzt hier noch irgendwo was raus zerspane. Wenn ich es aber forme, dann bleibt das Material von der Materialstärke auch schön erhalten. Und so habe ich halt hier auch die Möglichkeit, in so ein 0,6 mm Blech richtig schön ein Gewinde einzubringen. Und das war bisher immer für mich ein Problem. Das heißt, ich habe entweder eine Nietmutter eingesetzt oder ich habe halt irgendwo eine Mutter aufgeschweißt. Macht halt alles Arbeit. Aufschweißen macht natürlich auch einen gewissen Verzug. Hier kann man das Ganze jetzt ganz einfach machen und ich muss sagen, das funktioniert wirklich erschreckend gut. Und man sieht an den zahlreichen Beispielen wirklich auch, wie gut das Ganze funktioniert. Das heißt, das Gewinde hat hier nicht irgendwo unnötig Spiel, ist aber auch nicht zu fest. Ich habe jetzt keinen Leerdorn da, aber was ich hier ausprobiert habe, das macht wirklich alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Eine ganz wichtige Frage bleibt natürlich jetzt noch offen. Das ist alles Stahl bzw. verzinkter Stahl. Was ist mit anderen Werkstoffen? Das habe ich natürlich auch ausprobiert. Das ist Aluminiumrohr 2 mm. Da hat es auch völlig unproblematisch funktioniert. Und ich habe das Ganze auch in einem Edelstahl-Chrom-Nickelstahlrohr ausprobiert. Hier hat es auch funktioniert. Hier muss ich aber ganz ehrlich sagen, da war ich natürlich auch sehr, sehr vorsichtig. Wollte nicht hier 20 Stück machen, weil ich natürlich ein bisschen Angst habe, dass ich mir diesen wunderschönen Fließbohrer ruiniere. Da müsste man definitiv mal einen Langzeittest machen, ob man hier auch 20 oder 30 von diesen Fließbohrungen erstellen kann, ob der das wirklich überlebt. Diese Hülsen sind teilweise unten so ein bisschen ausgefranst. Ich habe mir das Ganze aber auch schon mal professionell angeguckt. Da war das wirklich auch sehr, sehr ähnlich. Darum denke ich mal, das ist bei dem Verfahren relativ normal.
Ansonsten muss ich sagen, ich bin wirklich extrem schwer begeistert, wie gut und wie einfach, mit was für einfachen Equipment das hier wirklich so gut funktioniert. Was man auch hier sieht an meinen Bauteilen, ich habe immer kräftig Öl benutzt, das heißt, ich habe hier ganz normales Bohr- und Schneidöl benutzt. Es gibt teilweise die Aussagen, dass man das Ganze trocken ausführt, andere benutzen dafür Spezialpasten, andere benutzen Öl. Ich habe da widersprüchliche Informationen gefunden. Wenn da jemand irgendwo Informationen hat, dann kann er das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten ist das wirklich eine tolle neue Möglichkeit. Und ich bin immer noch fasziniert, wirklich wie gut und wie einfach das Ganze funktioniert. Und gerade hier in diesem 0,6 mm Blech, das ist wirklich eine tolle neue Möglichkeit. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann freue ich mich immer über einen Daumen hoch, über ein Like. Und es gibt natürlich auch diese schöne neue Hype-Funktion. Die könnt ihr natürlich auch kräftig unter meinen Videos nutzen. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen und Gewindeformen. Euer Manni.